Herzlich willkommen erneut auf unserem YouTube-Kanal. Diese Woche wieder mit unserem Special Guest Sam aka Raven the Pirate. Vielen Dank für die Einladung. Heute schauen wir uns zwei ganz besondere Produkte aus unserem Programm an, nämlich die Böker Plus Adventskalender. Anders als in den vergangenen Jahren haben wir nicht einen, sondern diesmal sogar zwei Adventskalender mitgebracht. Und das aus gutem Grund. Auf die Details gehen wir aber später ein. Sam macht den Anfang. Was hast du da Feines vor dir? Ich habe hier die Variante mit dem FX Mini. Lucas Burnley Design. Das FX war, glaube ich, 2020 Jahresmesser. Genau, Böker Plus Collection. Genau, dann habt ihr es nochmal aufgelegt in der Mini-Variante. Und genau die Variante ist hier in dem Adventskalender drin. Als kleiner Bausatz. Ganz genau. Ich habe dagegen eine Backlog-Variante. Es ist das Böker Plus Haddock von Jens Ansö. Auch ein Modell, was wir bei uns im Programm schon hatten, auch in schon zig Varianten. Ich glaube sogar auch mal hier in Solingen gefertigt, anschließend nach Böker Plus gewandert und auch hier als Messerbausatz. Ich denke, viele werden den Adventskalender vielleicht noch gar nicht kennen. Wie funktioniert das Ganze? Und deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick ins Innere. Wichtig zu wissen ist, auch wenn es sich um einen Bausatz handelt, muss man kein Messermacher sein. Ich denke, ein klein bisschen Geschick oder wie soll man sagen, Gespür in den Fingern ist sicherlich hilfreich, aber bislang hat es, glaube ich habe noch keine anderen Stimmen gehört, jeder von unseren Kunden hinbekommen. Also ich würde behaupten, jeder, der sein eigenes Messer schon mal auseinandergebaut hat, um es zu säubern oder zu warten, wird es hinkriegen, das Messer zusammenzubauen. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, ist passend dazu die Anleitung dabei. Genau. Und ich glaube, dann geht nichts mehr schief. Genau. Da auch wichtiger Hinweis, denn falls es in der Vergangenheit da schon mal zu Problemen beim Zusammenbau kam, wir haben jetzt die Anleitung, ihr seht das auch vom Umfang, nochmal deutlich vergrößert, wirklich jeden einzelnen Schritt detailliert dargestellt. Und es gibt, das findet ihr, glaube ich, per QR-Code auch auf der Rückseite, auch nochmal eine Videoanleitung, wo wirklich Schritt für Schritt, ich glaube wöchentlich, also nach einer gewissen Anzahl an Schritten, damit es auch was zusammenzubauen gibt, ganz genau erklärt, welches Schräubchen kommt wohin und in welcher Reihenfolge wird montiert. Ja, wie sieht der Adventskalender aus? Der Sam hat es schon vorgemacht. Wir haben hier 24 einzelne, in dem Falle Kästchen. Und so erhält man dann bis zum Weihnachtsfeiertag wirklich ein vollständiges Messer mit verschiedensten Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt aber, man muss nicht bis Weihnachten warten, um ein funktionstüchtiges Messer zu haben, oder? Ja, das ist richtig. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ab wann man zum ersten Mal ein vollständiges Messer erhält. Aber es ist richtig, man wird auf dem Weg bis zum Weihnachtsfeiertag schon ein Messer erhalten, also wirklich ein vollwertiges Messer haben und im weiteren Verlauf kommen dann nochmal vielleicht ein paar Accessoires dazu, ein paar weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Ist auch wichtig zu wissen, beide Adventskalender kosten 129,95 € und beinhalten nicht nur ein vollwertiges Messer mit den entsprechenden Konfigurationsmöglichkeiten, sondern auch noch weiteres Zubehör, zum Beispiel ein Messerschärfer, wir haben einen Schlauchschal, also ein Scarf ist dabei, zum Beispiel ein Coin, Hedge. Also es gibt noch ein paar kleine Highlights, ohne jetzt an der Stelle zu viel verraten zu wollen. Also wer die Burnley Community kennt, der weiß, die Community würde allein für den Coin schon wahrscheinlich den Preis des Kalenders zahlen. Genau, also ihr seht, ist ein Schnapper, ihr könnt eigentlich gar nichts falsch mitmachen. Okay, jetzt aber noch eine wichtige, ich sag mal, Spoiler-Warnung. Wir schauen denn jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal tiefer rein als das, was das Bild uns zeigt. Und für alle die sich im Dezember wirklich überraschen lassen wollen, die nicht vorher wissen wollen, was sich im Detail verbirgt und welche Ausstattungsmöglichkeiten sind, die sollten jetzt besser abspringen, sollten ausmachen. Augen zu, Ohren zu. Genau. Und später wieder einschalten. Ganz genau, denn wir konfigurieren jetzt mal unsere Lieblingsvarianten, die sich hier ergeben. Ja, gerne. Okay. Wir haben schon, muss man sagen, ein bisschen vorgearbeitet. Wie ihr hier vorne sehen könnt, haben wir die wichtigsten Bausteine zur Individualisierung des Messers schon mal ausgepackt. Und ja, Sam, bei dir sieht interessant aus. Was ist das für ein Messer? Das ist das FX Mini. Was mir als erstes aufgefallen ist, das ist eine Buttonlock-Variante.
Die gab es so, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, ist der erste Adventskalender als Buttonlock und ich glaube, die bisherigen FX waren Flipper Framelocks. Framelocks, genau. Ja, ganz genau. So hatte ich es in Erinnerung, deswegen ist mir das als erstes aufgefallen. Ja. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, es gibt unterschiedliche Schalenvarianten. Ihr habt hier voll durchgängige Mikata-Schalen, aber auch welche mit Inlays. Ja. Sowohl das G10? Genau. Ja. G10 als auch Stahl, Edelstahl, genau. Edelstahl-Griffvarianten mit Aussparung für Inlays und auch da wieder verschiedene Inlays. Ja. Also habt ihr mal durchgerechnet, was das an möglichen Kombinationen ergibt? Haben wir nicht gemacht, aber es müssten wirklich, wenn man auch jetzt die verschiedenen Clips, Schraubensätze, Inlays, Frames berücksichtigt, ich glaube, da kommen schon ein paar zusammen. Das denke ich auch. Ja. Das Lustige ist eigentlich, und deswegen war das ja gerade auch eher spaßeshalber von mir gemeint, was du da vorliegen hast, das sieht hier ein bisschen speziell aus. Ist es sicherlich auch, sieht man so ja relativ selten. In dem Fall muss man sagen, das Messer lässt sich eigentlich vollständig montieren, ohne die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten. Das hat den riesen Vorteil, dass im weiteren Verlauf der Individualisierung nicht der ganze Öffnungs- oder Verschlussmechanismus wieder zerlegt werden muss, sondern dass quasi die Liner schon mit der Klinge ein, ja, wie soll man sagen, fast vollständiges Messer ergeben. Das heißt, ich kann die Schalenoptionen untereinander durchtauschen, ohne das Messer komplett auseinandernehmen zu müssen. Ganz genau. Cool. Ja. Und es ist sogar so, dass du für die Inlays in den Frames noch nicht mal die Schalen abmontieren musst. Also du musst noch nicht mal eine einzelne Schraube lösen, sondern kannst die wirklich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Geschick auch im Nachgang wirklich schnell tauschen. Und ich sehe gerade, die sind magnetisch. Ja. Das heißt, keine extra Schrauben, um die noch zusätzlich verschrauben zu müssen, sondern einfach. Genau. Die halten sicher mit dem Magnet und natürlich durch Verschieben werden sie gesichert durch den Frame. Cool. Ja. Also sind lediglich die 2 Schrauben nötig, um den Frame zu halten. Okay, was wäre deine Lieblingskombination von denen, die du hier siehst? Ja, ich glaube, Stahl mit grünem Mikata, da habe ich schon so ein kleines Faible für. Also ich glaube, das wird meine Konfiguration der Wahl. Ja, sehr cool. Ja, magst du sie mal montieren? Gerne. Dann, ich denke, wir schauen uns das fertige Produkt gleich an. Also das wäre die Konfiguration, die mir tatsächlich am besten gefallen würde. Sehr schick. Gestrahlter Stahl mit grünem Mikata ist eine Kombi, die für mich immer geht. Ja. Und ja, gibt so ein bisschen Haptik nochmal in der Hand, fühlt sich gut an. Und alternativ dazu haben wir hier nochmal einen kleinen Serviervorschlag. Schwarzes G10 mit Messing-Inlay, auch sehr, sehr ansprechend. Ja, kannst du mal zeigen, wie man die Schalen, wie man die tauschen kann? Ja. Also nicht die Frames, sondern wirklich die Inlays? Der Vorteil ist ja, dadurch, dass die Inlays magnetisch sind, kann man die einfach durch einen kleinen Slot hier drin rauspoppen. Und dann kann man die Inlays tauschen, ohne auch nur eine Schraube lösen zu müssen. Also wenn mir heute mal nach braunem Mikata ist, geht es relativ einfach. Ja. Finde ich cool. Sehr elegant gelöst. Man kommt mit dem kleinen Torx-Schlüssel da rein, da ist eine Aussparung, um den von hinten rauszudrücken. Und schon hat man das Messer nach seinen Wünschen umgestaltet. Ja, also wenn man vom 23. auf den 24. sich doch nochmal entscheiden sollte, nee, zum Weihnachtsessen gefällt mir Messing lieber, geht das relativ schnell. Oder heute grüne Hose, heute grünes Mikata. Also das stimmt. Immer passend zum Ausdruck. Auf jeden Fall. Genau. Wie sieht es denn bei dir aus? Was wäre denn deine Lieblingskonfiguration? Ja, auch nicht ganz leicht die Frage, denn die Konfigurationsmöglichkeiten gefallen mir ganz gut, die sich hier bieten. Das Schöne ist, ich stelle dir vielleicht mal kurz vor, wir haben auch hier eine komplette Schale ohne Backen oder in dem Fall, wie bei dir jetzt ohne Inlay, in dem Falle aus G10, so ein bisschen Farbe, würde ich sagen, Coyote. Ja. Ja, mit einer Texturierung, wird natürlich super in der Hand liegen, hat auch eine schöne Größe, hier ausgestattet mit dem Backlog. Und wir haben jetzt auch 2 sehr interessante Kombinationsmöglichkeiten, denn wieder eine Variante mit Backen. Einmal haben wir eine Kupferbacke und wir haben eine Edelstahlbacke im Titan-Look.
Und die beiden lassen sich dann mit den entsprechenden Schalen kombinieren. Entweder mit einer Schale aus wilder Kohlefaser, also Marble Carbon Fiber, oder mit einer Holzschale, in dem Fall ist es Cocobolo. Wir sehen hier, Kupfer und Cocobolo passt wunderbar zusammen, aber zum Beispiel Kupfer und Marble Carbon Fiber ist auch eine wirklich super stimmige Kombination. Also das geht beides. Also es lässt sich auch ziemlich gut untereinander tauschen, weil man dann eine relativ gute Kombination auch hinkriegt aus traditionell und modern. Ja, absolut. Aber du hast mich nach meiner Wunschkombination gefragt. Ja. Ich schwanke noch die ganze Zeit zwischen den 5 verschiedenen farbigen Thumbstuds, welche ich wählen sollte. Nimm ich lila oder doch blau? Aber ich glaube, mein Favorit, und ich zeige euch mal, ich habe ein bisschen vorgearbeitet, ist dann doch die Variante mit Marble Carbon Fiber und der Kupferbacke. In dem Fall ganz Paragraph 42a konform mit der Zweihandklinge. Ich schwanke noch so ein bisschen, die blau eloxierte Hardware gefällt mir wirklich auch richtig gut, aber dann nicht mit der Kupferbacke, sondern eher mit dem Bolster im Titan-Look und dann auch mit dem blau eloxierten Clip. Also ihr seht, Möglichkeiten gibt es genug. richtig viele Möglichkeiten und sind beides wirklich schöne Messer. Die Besonderheit bei dem Haddock, der eine oder andere wird es aus den letzten Jahren kennen, ist dann, dass der Lieferumfang halt nicht nur eine Klinge beinhaltet. Das heißt, es ist nicht ein klassisches Zweihandmesser, sondern wir haben die Möglichkeit mit dem Klingenwechselsystem. Das heißt, wir drücken einmal den Backlock durch und können dann die Klinge hier im 90-Grad-Winkel entnehmen. Einen ganz einfachen Klingenwechsel durchzuführen. Und im Lieferumfang ist auch eine Einhandklinge dabei, bei der wir dann die farbigen Thumbstuds montieren können. Also noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Noch mehr und vor allem denke ich, ist das ein Produkt, was gerade im deutschen Markt halt sehr interessant ist, weil man auch vielleicht je nachdem, man ist zu Hause, man trägt eine Einhandklinge, man geht raus in die Öffentlichkeit, man wechselt zu einem Paragraph 42a konformen Messer. Das ist sicherlich was gerade im deutschen Markt eine Relevanz hat. Und das Ganze auch relativ schnell. Ne? Also es war jetzt eine Sekunde hat das gedauert. Ja. Und auch ganz wichtig, die Klinge läuft trotzdem ganz sauber. Also trotz des Wechselmechanismus muss man keine Angst haben, dass irgendwie bei der Benutzung die Klinge rausspringt. Cool. Ja. Hast du es schon mal gemacht, den Klingenwechsel? Nee. Darf ich? Gern, probier mal. Ich meine, ein Laie bist du nicht, aber also du musst in den 90-Grad-Stop gehen. Ganz genau. Das war einfach. Ja. Und das ist, wenn man es 1-2 Mal gemacht hat, wirklich gelingt es sehr, sehr leicht. Sofern man in der Lage ist, das ist ja manchmal das Problem vielleicht bei den weniger kräftigen Geschöpfen, den Backlock durchzudrücken. Aber das sollte es in der Regel bei den Messerfreunden nicht scheitern. Sehr cool. Also, das waren die beiden Adventskalender, sind ab sofort verfügbar, sowohl bei uns im Webshop als auch letztendlich bei unseren Partnern im Fachhandel. Und ja, lasst euch überraschen, begeistern während der Weihnachtszeit. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zusammenbau, beim Konfigurieren und natürlich auch mit eurem fertigen Produkt. Also vielen Dank fürs Einschauen. Wer es noch nicht getan hat, bitte abonniert den Kanal. Ansonsten gerne liken und kommentieren. Wir freuen uns da wirklich über eure Anregungen, über euren Input, den wir natürlich gerne auch in die Produktentwicklung einfließen lassen für den Adventskalender im nächsten Jahr. Also, das war's von uns. Bis dahin. Ciao. Schöne Weihnachtszeit.